I keep the cap? Yeah, you can. You don't have to. Ich bin 32, ja. I said you don't have to. You can. It's again. I keep it. I keep it. I prefer. He looks a bit like you would like Tony, don't be an asshole. fill up your car, oder? Ah, shit, man, not again. Hi, mein Name ist José Luis Mendes Acosta, ich bin 32 Jahre alt, komme aus der Nähe von Dortmund und gehe an den Start für das Raubfischzentrum. I'm Sami Mouib. I'm from Belgium. I'm 25 and I will fish for the Japanese brand Yozuri. Ich heiße Herbert Zieis, bin 56 Jahre alt, komme in der Nähe von München, 30 Kilometer südlich von München, und ich angle heuer für das Team Moby Softbait. Hello, I'm Frédéric Julien, 54, coming from France. I live currently in Bretagne, and this year I will be fishing for headbanger. Mein Name ist Markus von Ooy, ich bin 33 Jahre alt, komme aus der wunderschönen Schweiz und vertrete hier meine Marke Bullseye. Mein Name ist Christopher Jung, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Mannheim und angel für das Team Shimano. Ja, also mit dem Hecht habe ich mich am schwierigsten getan. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Polder abgeangelt. Über 25 Stück, die wirklich alle wunderschön waren. Aber an die werden wir alle nicht gehen, weil wir da echt nichts gefangen haben. Von dem her, der Hecht ist immer noch ein bisschen schwierig. Hecht und Barsch und Zander sind ganz gut gelaufen. Da haben wir ein paar Spots gefunden. Ob die im Turnier auch noch so performen, werden wir sehen. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Easiest was Zander this year, and I struggle a lot for big perch. I don't find them, and pike, I think I'm confident. I'm not overconfident, but I think I should find them. Also das Training war tough, ich mache mir am wenigsten Sorgen beim Hecht. Zander sollte auch klappen, da habe ich keine Sternstunden erlebt, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere hängen bleiben sollte. Der Barsch könnte wieder so ein bisschen mein Knackpunkt sein. Ich habe mehrere Zander gefangen, war nur dabei, wie jemand einen Barsch gefangen hat von meiner Truppe. Also ich schätze mal, dass der Barsch der schwierigste Fisch ist. Dieses Jahr war es tatsächlich so, dass der Zander für mich recht zuverlässig lief und die Barsche sind ein bisschen unberechenbar. Ich habe zwar welche gefangen, aber man versucht ja immer eine Regel draus zu ziehen. Also der Spot muss so und so beschaffen sein, hat eine ähnliche Stelle gesucht und dann ging wieder gar nichts. Also sehr unregelmäßig bei den Barschen. The easiest species for me was pike, because I caught pike like everywhere I went, even when I was not looking for it. And the hardest it was perch, because even when I found the perch, it was still hard to make them bite. So wie im letzten Jahr werde ich wahrscheinlich nicht gezielt mit Topwater angeln. Das ist eine Angelei, die ich sehr selten mache, und tatsächlich habe ich im Training keine Spots gefunden, wo ich wirklich sicher bin, dass damit was gehen würde. Ich spare mir die Zeit, sollte ich die Fullcard haben, versuche ich es, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich keinen Fokus setze. Topwater wäre ich auf alle Fälle, habe ich auch trainiert im Vorfeld, und ich möchte auf alle Fälle Hechte mit Topwater fangen. Bei der Anreise war ich mir sicher, dass ich echt sofort Topwater starte. Im Training habe ich mit meinem Kameramann auch einen Tag Mission Topwater Hecht gemacht. Und ich war mir todessicher, dass es klappt. Weil letztes Jahr hat es super geklappt, dieses Jahr ist alles anders. Ich hatte da innerhalb von 2 Stunden einen Biss Topwater, zwar vom richtig guten Fisch, aber der hing nicht. Und darum werde ich dieses Jahr Topwater als Zusatz sehen. Zuerst versuchen, die Karte voll zu machen, und wenn noch Zeit ist, Topwater. Das haben wir auch letztes Jahr in der Strategie so ein bisschen das Genick gebrochen. Ich bin ja morgen direkt los, Topwater auf Barsch, hat nicht funktioniert, und da habe ich eigentlich zu viel Zeit verschwendet. It's in my strategy, but it's also in my strategy not to lose time doing it. So if I can do it, I will do it. And yeah, it's in my plan, but I won't spend much time doing it.
Ja, Topwater habe ich sehr, sehr viel probiert. Tatsächlich an jedem Spot, an dem wir waren, habe ich am Anfang ein paar Topwater-Würfe gemacht. Ich habe genau eine einzige Attacke gehabt während einer relativ langen Trainingsphase. Von dem her werde ich Topwater immer mal wieder einstreuen. Aber ich glaube, ich werde mich da erst darauf konzentrieren, wenn denn eine solide Vollcard da sein sollte. I was expecting Topwater to be a big part. We can have 30 points, it's important, and can play a big role at the end. Unfortunately, the rain is coming and potentially it will hold for a couple of days. So that will put Topwater to 0 potentially. So I'm not going to pay any effort for this. Der Goofy in 10 cm hat mir im Training sehr viele gute Fische gebracht. Und letztes Jahr auch. Also es ist für mich immer ein Garant, wenn Raubfisch da ist, der auf Gummi reagiert, dann nehmen sie den Goofy in 10 cm. For me, the lure that made the difference in training, it was the mid-conch, the 5 cm version, because perch did react on it, and I also got Xanders, so I will surely use it a lot. Also das ist tatsächlich der neue Köder, den wir im Shimano-Programm haben. Habe ich gerade als Prototyp bekommen, den World Rush. Das ist ein Crankbait, der sehr, sehr flach läuft. Da habe ich aber im Training eigentlich alle Fische drauf gefangen. Sowohl 92er Hecht als auch Barsche Mitte 40 und auch Zander. Von dem her hoffe ich mir ganz viel. Ich würde sagen, der Mr. Blob. Ja, ich denke, der Klassiker, der King Louie in 10 cm, ist wirklich so eine Allround-Waffe, mit der werde ich sehr viel fischen. Ich werde aber auch gezielt mit dem Krabby Louie, mit einem Krebsimitat, es versuchen auf Hecht. I'm getting more and more confident with the Banga ribs. It's a curly tail. Curly tail are really underestimated. We use them at the beginning when we start fishing with lures and we forget them. So I will pay attention with curly tail. Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage und ich glaube, jeder Teilnehmer muss sich auch die Frage immer stellen, was für eine Plätze das er nimmt oder sich dann. Das Problem, was ich jetzt zum Beispiel habe, umso mehr Plätze das man hat, hat man natürlich umso mehr Möglichkeiten und das macht es mit Sicherheit auch nicht einfacher. Weil man wird innerlich immer unsicherer, weil vielleicht hätte man doch den Platz genommen. Also die Platzwahl ist das, finde ich, das Entscheidendste bei der ganzen Sache. Weil Angeln können alle, wo damit machen. Also man hat gesehen, bei den Turnieren, es sind ja sehr, sehr viele wirklich gute Angler dabei, aber jeder hatte mal so das ein oder andere Problemchen beim Angeln. Viele Durststrecken dabei, aber auch teilweise überraschende Fänge. Von dem her, ich glaube, es ist wirklich tagesformabhängig, welchen Spot man wirklich wählt. Da muss man auf viele Bedingungen achten. Ich hoffe, dass ich einige davon auf dem Schirm habe. Ich habe mir natürlich ein paar Spots abschauen können von den Kollegen, aber ich möchte die eigentlich erst fischen, wenn es wirklich gar nicht anders läuft. Also ich habe mir schon eine Strategie geschmiedet, wie ich antreten möchte, eben welche Fische zuerst, mit welchen Techniken. Aber dieses Jahr hat sich gezeigt, dass alles wieder anders ist. An Stellen, wo es letztes Jahr um die gleiche Jahreszeit super lief, geht jetzt gar nichts. Ja, meine Erkenntnis ist, dass ich Topwater wirklich nur als Zusatz sehe und nicht von Anfang an versuche, quasi die Zeit zu nutzen. Und sage jetzt, wenn ich den Fisch fange, schon mal auf Topwater gefangen, nochmal 10 extra Punkte, das wäre zu optimistisch aktuell. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich mittlerweile viele Stellen kenne, die ich in dem Video schon mal gesehen habe. Ich bin da sehr schlecht, was Stellen angeht von anderen, suche da auch nicht auf Google Maps raus etc. Aber teilweise, wenn man da steht, denkt man, hier war das, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Was man die letzten Jahre gesehen hat, ist, dass es wichtig ist, sich gut darauf vorzubereiten, entweder viel zu trainieren oder ein gutes Network an anderen Anglern zu haben. Ich habe das eventuell in den letzten Jahren nicht ganz so ernst genommen, immer mit kurzem Training. Dieses Jahr sind es ganze 4 Tage und ich fühle mich auf jeden Fall besser vorbereitet als die Jahre zuvor. From the previous season, one big thing is that everyone is so much prepared. You can see that everyone is there days before as much as they can, but everyone is prepared, so there's no place for approximation. You need to deliver, you need to find the fish, and you need to have plan A, plan B, and plan C. That's for me the main thing.
there's some different strategy. Some people are staying on the spot waiting for the good moment, the good time because they trust their spot, and some others are moving a lot. I'm a mover because when I'm fishing on hard lures, if there is a fish willing to bite, I want to catch it fast, and if he's not willing to bite, I don't want to wait, because if you wait, you're never sure it will work at one moment. Maybe it will work, but it will be too late. So I prefer to move. Boah, Top-Favorit zu nennen ist schwierig. Mein Dustin steht schon relativ weit oben, der hat das Ding ja schon mal in der Hand gehabt. Ich würde dieses Mal Enrico vorne sehen. Ich glaube, ich habe da in der Vergangenheit immer das Gleiche geantwortet, ob Boot oder Ufer. Turnier braucht immer ein bisschen Glück, Angeln braucht immer ein bisschen Glück und natürlich auch viel Können. Da kommt Dustin sicher in die engere Auswahl. Es sind aber wirklich viele in dem Starterfeld dabei, die es machen können. Aus meiner Sicht hat jeder die Chance, das Ding zu gewinnen. Ich nenne jetzt einfach wieder Dustin. Wegen den Statistiken, kann es belegen. Und als zweiten Favorit möchte ich mich ins Rennen schicken. Ich will das Ding jetzt auch mal gewinnen hier. One name is difficult, but Dustin is hot all the time. He really is consistent over the years, so he's always a big threat. There's many other big threats, but let's say Dustin. I think everyone answered the same, Dustin. Mein Favorit dieses Jahr ist Jelle de Jong, begnadeter Angler. Ich kenne ihn von den großen Gewässern in Holland, hat dieses Jahr auch ein großes Turnier gewonnen. Er hat auf jeden Fall einen Lauf. Und wen ich natürlich nie unterschätzen würde, wäre Dustin. Der ist einfach eine Turniermaschine. Wer gewinnt das Gewinn? Haben wir noch gar nicht so richtig die Gedanken gemacht. Aber also, ich glaube schon, dass der von Berkeley, der DeLong oder sowas, dass der da auf alle Fälle vorne dabei ist, weil der sich gut auskennt und vielleicht auch den ein oder andere Plätze fischt, die wo wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Und wenn er im Flow ist, kann da alles passieren. Oh, das Finale. Ich fände es schön, wenn man was komplett anderes macht. Also wenn man nicht auf die Süßwasserfische angelt, sondern vielleicht irgendwas direkt am Meer. GT-Angeln, das wäre so, das fände ich ziemlich cool. Da ist jeder quasi mal out of seiner Comfortzone. Von dem her, das fände ich ganz geil. Ach, Italien. Maybe a little bit of sunny destination, like we should go to Spain or even Italy. Italy will be cool. It's a great country to fish. Welches Land ist mir eigentlich egal. Ich würde es cool finden, wenn es mindestens ein Gewässer ist, wo keiner der Teilnehmer vorher schon mal da war, damit es da eine gewisse Chancengleichheit gibt. Aber mir ist immer lieber, wenn es nicht so warm ist, also lieber Richtung Norden als Richtung Süden. Belgium. Ja, ich hoffe natürlich auf Mexiko, dass ich ein bisschen meine Familie ins Training mit einbeziehen könnte. Ist wahrscheinlich ein bisschen lang. In Spanien habe ich auch ein bisschen Familie noch sitzen. Das wäre ein super Plan. Vielleicht Mequinenza. Kann ich meinen Onkel noch fragen nach ein paar Spots. Das wäre top. Super. Ja.